Gestrandet. Last Exit Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen liebster Insel. Ahoi an alle hier Gestrandeten und herzlich willkommen zu der 8. Folge von Gestrandet Last Exit Mallorca. Wie ihr schon gehört habt, Jens, Mini-Klimaanlage, Ventilator läuft auf Hochtouren und gibt hier sein Bestes für uns, weil ansonsten wäre es auch wirklich schwer zu ertragen. Auf dem Weg zur 40 Grad, in Deutschland ja nicht unbedingt anders, aber wir schwitzen hier ganz schön. Ich hoffe, das geht klar, dass ich da mal für uns gesprochen habe, Jens. Ja, auf jeden Fall. Moin erstmal. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, der Ventilator bzw. die kleine Klimaanlage, das ist ja der kleine Kasten, siehst du, ihr könnt es nicht sehen. Da kann man oben ja Wasser reinmachen und Eiswürfel. Dann ist die Luft ein bisschen kühler. Habe ich geschenkt bekommen hier vom Nachbarn. Haben wir ja erzählt davon, genau. Da haben die Leute mitgekriegt, als das Telefon geklingelt hat sogar. Und jetzt ist er wirklich sinnvoll. Ja, spürbar Unterschied. Bringt zwar nicht so viel jetzt hier draußen wegen Abkühlung, aber man hat zumindest ein bisschen Luft. Ja, wenn man die Luft abbekommt, bringt es schon was. Also spürbar kühler. Natürlich heizt es, kühlt es hier nichts runter. Dauerhaft, das ist logisch, ne? Aber wenn man die Luft hier abkriegt und die erreicht einen, ich finde es schon spürbar angenehm. Ja, also wegschwimmen werden wir erstmal nicht, wenn dann nur tatsächlich vom eigenen Schweiß. Was gibt's denn sonst noch Neues, außer die wirklich große Hitzewelle hier so ein bisschen? Ja, übers Wochenende hatte ich Besuch gehabt. Eine gute Bekannte von mir. Die hat hier früher als Reiseleiterin gearbeitet für Thomas Cook, beziehungsweise damals noch Hotel Lancaster. Darf man sowas sagen oder ist das Werbung? Ist ja auch egal. Damals gibt es ja nicht mehr, oder? Ist ja auch damals. Also die war jetzt 4 Jahre lang nicht mehr hier. Fangen wir von vorne an. Ich lieg morgens um 11 Uhr in meinem Bettchen, noch Halbschlaf. Klopft plötzlich an der Tür und ich höre eine Frauenstimme. Und ich denke mir so, oh mein Gott, wer kann das sein? Nicht, dass wer kommt und Alimente will. Nein, dann stand sie da und so, hey Jens, wie geht's dir? Und der Uwe war nebendran, logischerweise. Jens, ich bin's. Ja, sie war seit 4 Jahren nicht mehr hier gewesen und sie wollte eigentlich nach Berlin. Hat geguckt wegen Fahrt und sowas im Falsch Internet. Abgebogen? Das habe ich auch gefragt. Nee, der Zug nach Berlin hätte 120 € gekostet. Und die hat mal so aus Versehen, ist auf Mallorca gekommen und hat gesehen, dass der Flug um einiges günstiger ist. Und hat gedacht, komm, fliege ich mal wieder rüber, ich war lange nicht mehr da. Schauen, wer noch da ist, alte Freunde treffen. Ja, und dann war sie in einem alten Betrieb gewesen, vorbeigeschaut bei den Rezeptionisten, die kennt sie ja noch und so. Ja, und der Uwe ist dort vorbeigelaufen und sie saß davor. Weil sie hat ja schon geguckt, wo ich früher gewohnt hatte. Und da ist ja alles abgerissen worden. Und er hat nicht gewusst, also ihr wollt mich auch treffen. Und sie saß zufälligerweise gerade vor dem Hotel, schön die Füße hochgelegt, einen Cocktail getrunken, ist der Uwe vorbeigelaufen. Die gucken sich beide gegenseitig an, so, Mel, bist du's? Ja, Uwe, wie geht's dir? Dann kamen sie ins Gespräch und wo ist der Jens? Und so, ja, der ist umgezogen, hatte ich alles erklärt. Ja, und dann sind sie runter und standen bei mir vor der Tür. Ich sag noch, Walter, hättest du vorher anrufen können. Nee, das wollte sie nicht. Die wollte dich überraschen. Ja, Überraschung gelungen. Konntest nicht mehr weglaufen? Nee. Ja, auf jeden Fall, da haben wir uns nett unterhalten und dann hat sie sich umgeguckt wegen Hotelzimmern, aber jetzt Hauptsaison, die meisten Hotels sind voll und das günstigste, was sie gefunden hat im Hostel, 50 €. Mehrbettzimmer dann auch? Oder? Ja, also, nein, wäre ein kleines Zimmerchen Aber gewesen Einzelzimmer? im Hostel, ja. Okay. Und er hat gesagt, hey, 50 € für die Nacht zahlst du nicht. Kann ich bei dir auf der Couch schlafen? Ich so, klar. Dann hat sie natürlich meine Couch eingenommen und nicht die Gäste-Couch, weil meine breiter. Musste ich auf der Gäste-Couch schlafen, so eine Scheiße. Ja, und dann hat man halt ein schönes Wochenende gehabt. Sie hat ein bisschen rumgeschaut, ihre Freunde besucht und ich habe wie immer meine Tour gemacht und war lustig. War echt ein schöner Besuch gewesen, hat mich gefreut, dass ihr noch gut geht und was sich alles geändert hat. Und sie ist auch am Überlegen, ob sie in Deutschland bleiben soll oder lieber hier geht. Weil hier ist, in Deutschland ist es auch super heiß, haben wir ja gehört. Aktuell, ja. Genauso wie hier.
Aber hier ist die Hitze angenehmer. Vor allem, du hast ja eine riesengroße Badewanne direkt vor der Tür. Auch ein bisschen Wind, ja. Meistens. Genau, weil wir sind ja am Meer, da hast man meistens, zumindest nachmittags, immer ein bisschen Wind. Ein bisschen Lüftchen, sagt man so, wirklich Wind ist es nicht. Ja. Aber das ist um einiges angenehmer, hat sie gesagt, als jetzt irgendwo in Deutschland in der Stadt drin zu sein. Und da steht die Luft und schwitzt dich tot. Kann ich mir vorstellen, um ehrlich zu sein. Ich meine, ich bin ja in Palma auch in der Stadt, aber da muss ich sagen, da habe ich irgendwie gefühlt auch immer Glück. Da ist das irgendwie gar nicht so extrem stickig und auch nicht deutlich wärmer als sonst wo. Also wenn man von den gemeldeten Höchsttemperaturen liest, von denen sind wir dann doch immer in Palma ziemlich weit entfernt, muss man sagen. Wenn man hier die 40 Grad oder ich weiß gar nicht, ich glaube letzte Woche auch irgendwo was gelesen mit den 50 Grad, die wir erreichen sollen. Ich weiß nicht, ob das irgendwo stattfindet, aber in Palma bleiben wir zum Glück immer verschont. Ja, es kommt ja auch darauf an, wo man die Temperatur misst. Also wenn ich hier irgendwo in die Berge gehe, in irgendein Tal rein, so Death Valley mäßig, ist klar, dass da drin die Luft steht und heiß wird. Und Palma hat ja einen Vorteil, dass es im Prinzip nicht jetzt in einer Talsohle drin liegt, sondern relativ bergig ist und durch die Straßen zieht dann immer ein bisschen Luft. Also ich kenne es in Stuttgart, da bist du ja in so einem Kessel drin, da steht dann Luft, deswegen auch noch im Sommer immer Smog. Hier ist es dann schon etwas luftiger als anderswo. Also eine Bekannte von mir, die hat hier außerhalb eine Finca, liegt im Tal drin, aber komischerweise im Winter, bei der stürmt es so über. Ich denke, ich war bei ihr ein paar Mal gewesen und habe gedacht, hier am Meer ist es windig. Dann war ich bei der im Landesinneren, bei Jupp Major um die Ecke. Und bei der hat es viel, viel schlimmer geblasen. Auch vom Wetter her ist bei der schlimmer, Kälte und alles. Also, wir haben hier einfach Glück an der Playa de Palma. Kennst du ja auch mit dem Gewitter, also wenn es Unwetter gibt, meistens zieht der Regen hier vorbei. Hast du gesagt, ja, wenn es dann mal nicht so ist, dann kann man ja bei uns auch auf der Instagram-Seite sehen, wie es dann aussieht bei Jens. Aber du sagst oft, dass es tatsächlich auch drüber zieht, ne? Ja, Und nicht hier runterkommt, ja. Ja, also wir haben ja echt wettertechnisch wirklich hier an der Playa richtig Glück. Also man sieht es auch immer, wenn es dann aus dem Westen kommt, dann hast du ja hier die Berge und dann siehst du, wie die Wolken und die Berge kommen und dann werden die Wolken immer lichter und lichter und hier ziehen noch ausgeregnete Wolken vorbei oder ein paar Tropfen gibt's. Und in den Bergen ist Land unter. Ja, wir sind am besten Platz von Mallorca. Hast du sowas eigentlich auch schon bei deiner Standortwahl mit in Betracht gezogen oder wusstest du das schlichtweg noch nicht? Nee, das habe ich nicht gewusst. Okay. Das hat sich einfach so ergeben. Weil, wo hätte ich denn sonst auf der Insel hin sollen? Hier ist halt auch, ich konnte ja auch damals nicht so viel Spanisch und ich wollte noch mal einen Ballermann und es war ja auch dann, weil ich mit Touristen arbeite und ich war ja nur zu Fuß unterwegs mit meinen Hunden. Also wo soll ich denn hinlaufen von Palma außer an die Playa de Palma? Also ich habe gewusst, nicht nach Magaluf. Ja, das stimmt, das besser wäre nicht. dumm für mich gewesen. Deswegen bin ich in die andere Richtung gelaufen, kam dann an der Playa de Palma an. Ja, und bin nicht mehr weitergegangen. Ja, Zufälle gibt's, ne? Und auch heute spreche ich wieder mit dem Uwe und frage ihn einfach mal, wie war denn deine Woche? Hallo, hier ist der Uwe vom Malle, ne, das Straßenkind, ne? Ihr kennt mich ja wohl schon, ne? Und ich habe Neues zu berichten. Oh, die Woche, die hat kurios angefangen, ne? Weil ich hatte ja vorher schon gesagt, ich kaufe mir ein Zelt, wollte woanders einen Platz geben, ne? Also beziehungsweise einen Platz beziehen. Und das habe ich mir gekauft, habe ich mir zusammengespart von den Touristen, ne? Und ja, das hat funktioniert, ne? Und das Kuriosum ist, da habe ich eine Deutsche getroffen, die jetzt in Deutschland ist. Und ja, da haben wir ein Auto quasi geschenkt bekommen. Und deswegen konnten wir zum Fun fahren, um mir das Zelt zu besorgen. Ach cool, also bist du jetzt quasi auch mobil, weil du hast einen Führerschein, ja? Das ist richtig. Naja, ne? Naja. Und das Auto ist auch noch bis nächstes Jahr zugelassen und da gibt es keine Komplikationen. Und ja, sind wir auch froh drüber. Aber man muss immer nüchtern fahren. Ne? Naja, das ist hier Standard. Guter Hinweis, don't drink and drive. Richtig. Weil ich bin, sagen wir mal,
habe ein eigenes Zuhause jetzt gefunden, weil ich mir ein Zelt gesucht habe, beziehungsweise gekauft habe, was ich so zusammengespart habe. Ne? Und ja, und da bin ich auch froh darüber, dass ich meine eigenen 4 Wände quasi habe. Und das freut mich wirklich sehr. Ja, das hattest du uns ja auch erzählt, dass das dein Plan ist. Und Jens hatte vorhin ja auch schon kurz angeschnitten, dass das auch tatsächlich dann wohl so funktioniert hat und ihr aber immer noch Nachbarn seid. Ja, das ist direkt über die Mauer, ne? Und das ist das Nachbargrundstück. Ne? Und Die Mauer muss weg. Die Mauer nein, wir reden nicht von 1989, ne? Also so ist das hier auf Malle nicht, ne? Naja, ist nun mal so, ne? Also, naja. Wir reden hier von Malle und nicht von Deutschland, richtig? So. Die Mauer muss bleiben. Die Mauer muss Die Mauer ist da und die wird auch bleiben, ne? Naja, absolut, ne? Naja. Ja, auf jeden Fall seid ihr, wie gesagt, immer noch Nachbarn und das Zelt hast du dir dann neu gekauft und vielleicht kannst du dazu kurz was erzählen. Wie kann man sich das vorstellen? Ist es so ein, ja, eher so ein richtiges Campingzelt oder ist das so ein Zelt, wie ich das noch aus meiner Jugend kenne, dass man das auch wirklich nur zum Schlafen nutzen kann, weil man eben nicht mal aufrecht stehen kann? Oder vielleicht kannst du das ja, oder wie ist es denn? Kannst ja gern vielleicht mal kurz den Leuten erklären, dass die ein Bild im Kopf haben. Okay, das Zelt, gut, ich bin 1,64 Meter groß, ja, und ich kann da aufrecht stehen. Also das ist keine Hundehütte, ne? Naja. Und das Zelt haben die runtergesetzt und das Geld, deswegen habe ich mir zusammengespart und dann habe ich das gekauft, ne? Und ich wollte drin stehen können, um mich anzuziehen und so weiter und so fort, ne? Und das ist für mich wichtig. Wir haben uns 2 Tage vorher, haben wir uns da ausgeguckt, haben uns erstmal informiert, ne, was das so kostet und so weiter. Und da haben wir die Zelte alle angeguckt. Und na gut, das eine Zelt war runtergesetzt, aber ich musste auf der Straße erstmal mein Geld dafür verdienen. Aber das hat alles so nach Plan geklappt oder wolltest du das schon früher machen? Oder Na gut, das hat sich ein bisschen verzögert. Weil, na gut, ich musste erstmal so ein bisschen Geld verdienen, ne? Und, naja gut, naja, es ist alles nicht so einfach auf der Straße, ne? Das weißt du ja wohl selber und, naja, ne? Habe ich mitgekriegt, ja. Naja, ne? Und dann musst du da dementsprechend dann das Geld dafür da haben. Du willst aber auch überleben, ne? Du brauchst ja dann auch Geld zum Essen und so weiter und so fort, ne? Wenn du ein Zelt hast, nichts zu essen, ist auch ungünstig. Das ist schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Ne? Wirklich. Und na gut, zu rauchen, also ich rauche zum Beispiel Tabak, Domingo Negro, ne? Zum Beispiel, und der kostet auch über 5 Euro. Und das brauche ich auch immer. Gut, ich muss euch die Vorgeschichte erzählen mit dem Zelt, ne? Weil das eben halt, na, so 14 Tage gedauert hat und naja gut, ich sollte ein Zelt bekommen von dem Andi und naja gut, das hat alles nicht so geklappt und naja gut, hin und her und vor und zurück. Naja, das ist ja noch nicht alles. Und naja gut, mit dem Auto, das hat auch alles so ein bisschen funktioniert, ne? Das war perfekt. Und wir fahren immer bei 0,0, ne? Und fertig aus, ne? So sieht das aus, ne? Weil, ja, ich habe keine Lust, hier auf Malle den Führerschein zu verlieren, ne? Naja. Wäre auf jeden Fall ungünstig, ja. Das wäre sehr, sehr ungünstig. Ne? Naja. Es ist jetzt so, weil das ist ein älteres Auto, ja. Und gut, ich habe den Rückwärtsgang nicht gefunden, ne? Weil das eine ganz andere Gangschaltung ist als wie in Deutschland. Ne? So. Und da habe ich mich nicht mit zurechtgefunden. Na gut, okay, alles klar. Da habe ich dann 2 Tage rumgebastelt, ne? Und das hat dann trotzdem, Gott sei Dank, funktioniert. Ne? Hast du irgendwann den Kniff rausgekriegt? Aber auf jeden Fall. Ne? Ja, was war es denn für eine? Da gibt es ja unzählige. Nein, normalerweise ist unten links der Rückwärtsgang in Deutschland bei einigen Autos. Ne? Und das ist aber oben links. Ne? Naja. Und da musst du einen gewissen Knüppel hoch oder runterziehen, ne? Wie auch immer. Ich wollte gerade sagen, weil wenn das nur nach oben gewesen wäre, das hättest du mit Sicherheit gemerkt. Du musstest am Schalthebel noch was betätigen oder? Nee, du musstest da einen Hebel hochziehen. Ne? Okay.
Ja, Naja. so mit den 2 Fingern, damit du überhaupt reinkommst. Richtig, ja, Ah, klar. okay, ne, ja. ne. Ich glaube, Nee, okay. und das, gut, im ersten Moment hat mir das gar nicht gefallen. Ne? Aber gut, ich war nicht enttäuscht, aber erstmal war das 2 Tage, das Auto stand erstmal. Ne? Naja, und dann, kam der Andi, ne? Und naja, bei dem ich jetzt auf dem Grundstück wohne, wo ich das Zelt aufgebaut habe, ne? Und der kam uns dann zur Hilfe. Ne? Naja. Und da hat er mir dann gezeigt, weil er das Auto kannte, ne? Und hat er mir gezeigt, wie das funktioniert. Und da war ich hellglücklich. Naja. Und dann war das Auto auch nutzbar und das Zelt in Reichweite. Absolut. Ne? Naja, erstmal mussten wir es auftanken, ist ganz klar. Ne? Damit wir überhaupt vorwärts kamen. Ne? Und die Tankstelle ist 150 Meter weiter und dann ist gut. Ne? Ne, da musste man auch so ein bisschen investieren. Ne? Ich wollte gerade sagen, Sprit bekommt man da mit Sicherheit auch nicht umsonst. Nee, ne? nicht wirklich. Aber das Geld habe ich mir zusammengespart, weil ich ja auch das Zelt kaufen wollte. Ne? Und dann, das habe ich alles einkalkuliert. Ne? Naja. Und habt ihr da noch was anderes gekauft? Also ich sag mal, habt ihr da so ein bisschen Großeinkauf gemacht, wenn ihr da gerade hin seid? Noch jemand? Ja, ich habe mir zum Beispiel auch noch eine Luftmatratze gekauft, weil ich brauchte ja auch Innenleben in dem Zelt. Ist Sonst ja hätte er klar, auf dem ne? Boden gelegen, Nicht auf klar, dem ja. Fußboden. Ne? Eine Luftmatratze mit so einem Blasebalg. Ne? Das muss ich alles einkalkulieren. Ja? Ist nun mal so. Ne? Und da musste ich eben halt investieren. Ne? Ja, mit meinem Zeltaufbau, ja, da gab es auch so kleine Komplikationen. Und ja, da brauchte ich 2 Leute, weil ich das nicht hingekriegt habe, weil das Zelt ziemlich groß ist. Ne? Naja. Und da musste ich den Andi und den Jens beten, mir zu helfen. Ne? Naja. Und das haben sie dann auch gern gemacht? Haben dich da nicht hängen lassen? Nein, das sind meine Freunde und die sind immer für mich da und ich bin für die da. Also das ist bei uns gang und gäbe. Ein Geben und ein Nehmen, ja. Richtig, Das ja, ist ja, doch ja. super. Also hast du die Grundausstattung auf jeden Fall jetzt drinne, wie mit Luftmatratze und so weiter. Und hast auch das in dem Sinne wahr gemacht und hingekriegt, was du ja auch vorher schon gesagt hattest, dass das dein Plan ist, so, ne? Jetzt bei Jens erstmal ein bisschen anzukommen und dann das Geld dir zusammenzusparen und dann auch ein Zelt zu holen. Und dass er jetzt, wie eben schon erwähnt, noch Nachbarn seid, ist doch eigentlich eine coole Sache. Und was ich so mitbekommen habe, ist ja da auch noch das ein oder andere Update bzw. Upgrade für das Zelt geplant, aber da kommen wir mit Sicherheit auch noch mal drauf zu sprechen. Ja, das ist nun mal so. Ich habe sogar von Jens einen Tisch bekommen und Stühle bekommen und naja, Hast du jetzt schon, ja? habe ich selbstverständlich, ja, ja. Ne? Im Zelt habe ich das eingebaut. Ne? Und der Andi hilft mir auch immer. Ne? Und ich finde das eine coole Truppe. Ja? Und ich fühle mich hier wohl in der Familie. Ich nenne das jetzt Familie. Ja? Und das ist cool. Ja? Ja, ich finde euch auch eine coole Truppe und wenn du das mit den Möbeln gerade gesagt hast, dann kann man sich ja zumindest schon mal vorstellen, dass das nicht so klein ist und nichts mit einem Zelt zu tun hat, was ich jetzt eben so angeschnitten habe, was man als Jugendlicher genutzt hat, um mal ja, zelten zu gehen, wie wir es noch genannt haben. Von Campen waren wir da auch weit weg. Aber na gut, du hast schon recht, ne? Aber gut, ich bin zwar ein alter Sack, ne? Das Einzige, was mir noch fehlt, ist eine coole Frau. Weil mein Zelt ist ziemlich groß. Du hast ja gesagt, bist ein alter Sack, also das hast du gesagt, ich zitiere dich dann nur, aber dann möchte ich dir das nicht mehr antun. Du, mit 62 ist man noch nicht so alt. Das war auch so nicht gemeint, aber ich möchte dir den Stress und den Ärger nicht mehr antun und zumuten. Du, ich rede vom One-Night-Stand. Ja, und dann wären wir auch für diese Woche fertig mit deinem Teil der Geschichte. Und zukünftig kommen wir ja auch nochmal auf dich zurück und dann knüpfen wir auch gerne nochmal an deiner Geschichte an, wo du beim letzten Mal schon angefangen hast zu erzählen, wie du denn hier gelandet bist. Ich möchte mich als Straßenkind vom Walle, den Uwe, noch verabschieden. Ja, und den Uwe haben wir ja jetzt auch schon gehört. Auch nochmal danke dafür und auf bald. Und auch um wieder bei deinem Rückblick anzuknüpfen,
das Wochenende am Paseo Maritimo hast du überlebt. Die Alkoholreserven habt ihr am Wochenende bzw. am Sonntag alle aufgebraucht oder blieb da noch was übrig für die kommende Woche? Und wie ging es denn dann weiter? Im Großen und Ganzen haben wir wirklich alles aufgebraucht. Ja, wir haben dann die nächsten Tage, Wochen so weitergemacht. Es war ja Anfang Oktober gewesen und dann so bis Mitte November. Und dann kam halt die Regenzeit und dann wurde es auch richtig kühl. Und ja, der Joschka, der Tscheche, der hatte oben im Stadion die Krankenstation besetzt. Ja, und zu diesem Zeitpunkt habt ihr da ja auch noch gewohnt im Stadion. Ja, klar, wir haben noch im Stadion gewohnt, aber halt unter der Tribüne. Mhm. Und dann kam halt, ja, Ende Oktober, Anfang November die Regenzeit. Und da hatte Joschka, der hatte oben die Krankenstation für sich besetzt gehabt, für uns vorgeschlagen, ob wir nicht hochkommen wollen. Wir könnten da ein Zimmer haben, wir können uns einrichten, müssen mit denen halt zusammenarbeiten, klar. Also da war es nicht so zugig. Ja, nee, es war nicht zu zugig, ja. Okay, Du hattest ne? 4 Wände und ein Dach über dem So hat Kopf und sich's es war angehört. trocken. Also dort unten war ja im Prinzip, ja, du hattest nur die Tribüne und nackte Wände um dich rum, Also quasi Dach beziehungsweise über dem Kopf. Ja. die Stühle, die Plastikstühle, die wir links und rechts aufgestapelt hatten vor uns. Und so hatten wir dann unser eigenes Zimmer bekommen und haben halt auch, wir hatten ja vorher mit denen auch schon zusammengearbeitet. Und jetzt kommt eine lustige Geschichte. Es wurde ja November, es wurde kalt. Dann kamen wir auf die Idee, aus dem Ölfass einen Ofen zu bauen. Wir hatten ja von der Luftabzug, es war ja Krankenstation, da hatten wir normalerweise hier Abzug, so hatten wir ja. Das hat noch funktioniert? Jetzt wird's das lustig. Haben wir erstmal das Ölfass genommen, oben ein Loch reingeschnitten, unten eine Kanten und dann haben wir es auf dem Boden betoniert. Also und dann kam wir auf die Idee, also hier kam ich auf die Idee, das war der Plan, uns einen schönen Ofen reinzubauen. Es war ja ein Abzug eingebaut schon, mussten nur ein neues Rohr legen, das haben wir gefunden neben der Mülltonne. Dann haben wir ein bisschen Beton gefunden in der Nähe von der Baustelle. Und dann stand auch irgendwo noch ein Ölfass rum. Haben wir oben ein Loch reingemacht, unten viereckig und dann schön mit Beton außenrum und Findlingsteine, die wir gefunden haben, damit die Hitze gehalten wird. Und haben da uns einen Ofen gebastelt. Das Rohr auch mit Beton festgemacht bis zum Abzug und alles. Ach krass. Ja, war so ein bisschen provisorisch, aber es sah cool aus. Ja, ihr kamt wenigstens darauf, dass es eine gute Idee ist, dafür zu sorgen, dass der Rauch irgendwie rauskommt. Ja, ja. Da gab das es ja leider Gottes auch schon einige Negativbeispiele. Ja. Ja, Also kurz und knapp einfach da, wo Leute dann gestorben sind, weil sie es nicht gemacht haben. Ja. ja, die Leute, mit denen ich unterwegs war, gerade Joschka, der war nicht blöd. Also er konnte halt nur Tschechisch und ein bisschen Englisch und ich konnte ja nur Deutsch und die 5, 6 Worte Spanisch, die ich gelernt hatte. Spanisch konnte er auch. Aber so wie ich es verstanden hatte, hat er auf der Straße gelebt, seitdem er 8, 9 Jahre alt war. Und er war damals, glaube ich, schon 32. Also der hat Krass. Ahnung gehabt von dem, was er Ja. macht. Er kam aus der Tschechei. Also ich weiß es nicht ganz so genau. Ich will jetzt auch keine Spekulation und nicht über irgendwelche Leute irgendwas behaupten. Aber der hat Ahnung gehabt, wirklich. Auch die anderen Leute, die waren ja auch Straßenleute, die schon 2, 3, 4, 5, 6 Jahre auf der Straße leben. Der Joschka war zwar der Jüngste, aber der hat am meisten Plan gehabt, weil er es sein Leben lang gemacht hat im Prinzip. Ich wollte gerade sagen, das hört sich jetzt wieder hart an, aber ich glaube, ansonsten überlebst du auch nicht so lange, wenn du wirklich als Kind schon auf der Straße bist. Also da bist du ja nochmal Risiken und ganz anderen Sachen ausgesetzt, wo man jetzt gar nicht drüber nachdenken mag, auch unabhängig davon, dass, ja, keine Ahnung, es da ja auch zum Geldverdienen, würde ich mal behaupten, weniger Möglichkeiten gibt, oder? Ja, ich finde es schon krass. Also ich habe auch schon jetzt hier über die Zeit, gerade weil wir darüber sprechen, mehrere Leute schon kennengelernt, die schon als Kind, also echt mit 8, 9, 10, 12 Jahren, freiwillig auf die Straße gegangen sind, weil sie nicht zu Hause mit ihren Eltern leben wollten.
Auch hier in Spanien direkt oder Hier hauptsächlich in die aus dem Spanien. Ausland gekommen Also sind? hauptsächlich aus dem Ausland. Okay, also er war auch in seiner Kindheit in der Tschechei dann auf. Ja, er ist in der okay, Tschechei ne? Okay. aufgewachsen, ist dann durch ganz Europa gereist. Die Mauer ist ja gefallen Ach, zu der okay. Zeit und so. Er war nicht in der Kindheit nur in der Tschechei obdachlos. Nee. Ist jetzt ein bisschen random, Leute, also aus dem Nichts, aber interessiert mich auch gerade. Also er ist da schon, als Kind war er schon viel unterwegs als Obdachloser. Ich glaube, der ist ja kurz vor dem Mauerfall oder als der Umbruch war, Ja. ist er auf die Straße, weil Krass. er auf der Straße für ihn besser war, im Prinzip, als bei seinen Eltern zu leben. Und dann war der Umbruch und dann ist er halt einfach, ja, die Grenzen sind offen, du bist ein freier Mensch, Lass mal hast gucken, nichts was zu geht, verlieren, fährst halt mal durch Europa so in der Richtung. Okay. Ja, und ich habe dich da jetzt auch ein bisschen rausgebracht von deinem Thema, aber es ist natürlich auch irgendwie schon interessant. Aber Ja, bitte. nee, ich fand's auch voll cool, weil der echt viel erklären konnte. Und dann haben wir echt mit ihm den Ofen gebaut. Das war echt lustig. Ein Ölfass aufgesägt und unten offen, damit Luft reinkommt. Oben das Rohr rein, alles mit Beton, den wir gefunden haben, neben der Baustelle. Der rumlag außerhalb. ähm, und Ich da haben sag wir nix. uns alles zusammengebastelt. Da muss ja schönes Rohr, mit alles schön mit Zement, richtig schön gemacht, mit den Steinen, damit es ja auch schön aussieht. Ja, und dann trocknen lassen erstmal so 1, 2 Tage, damit der Zement durchgezogen ist. Ja, und dann eines Morgens, ja, wir sitzen draußen in der Sonne, mit dem Campingkocher kochen wir unseren Tee, wie immer. Also so, nicht Campingkocher, das hatten wir damals gar nicht. Wir haben ein bisschen Feuer gemacht draußen, mit Holz, was wir da hatten, von Paletten. Und der Joschka wollte den Ofen einweihen. Und hat drin schon angeheizt alles und wir halt draußen wie jeden Morgen unseren Tee trinken, uns vorbereiten für den Arbeitstag. Und auf einen Schlag macht's BOOM! Und der ganze Boden wackelt, die Wände wackeln. Oh shit. Du kennst ja, oben ist ja das vom Ofenrohr oder von Lüftungsrohren ist ja immer so ein Deckelchen drauf. Das Teil fliegt weg. Wir erschrecken uns alle zu Tode, rennen rein ins Häuschen und er steht vor dem Ölfass. Läuft. Die Haare so nach hinten, kannst du dir vorstellen, so Augen aufgerissen. Oh Scheiße, oh Scheiße. Ja, er hat das Feuer angeschmissen, es war nur eine kleine Glut. Und dann hat er gesagt, mach ein bisschen Benzin ran, Oh, damit es ordentlich ist der brennt. Deckel Hat den geflogen. Benzin reingekippt, ist nichts passiert, aber die Glut war da und es ist verdampft und hat einmal gepustet und dann hat Weil kein Durchzug war, ne? Wumm gemacht. Danach war Durchzug. Danach war das Rohr frei und der Ofen hat funktioniert. Ja, letztendlich auch Ja, nichts Schlimmes passiert jetzt, aber auch noch Zum Glück nicht, gehabt. hätte, Ne? ja, Oh, Mann. der ganze Beton war aufgerissen. Unsere schöne Arbeit. Ach, da habe ich Ja, wieder aber gar nicht es war dran alles noch gedacht. dicht. Also so, es waren nur halt ein paar Risse drin. Aber es hat alles funktioniert und wir hatten Durchzug. Und ab dann gab es halt jeden Morgen, der Erste aufgewacht hat Feuer angeheizt, Eier mit Speck. damit die Wohnung warm wird, hat Wasser aufgesetzt, damit es morgens einen Tee gibt oder einen Kaffee. Also wir haben hauptsächlich Tee getrunken. Ich bin eh kein Kaffee-Fan. Und ja, es war eine lustige Geschichte. So, boom! Und er steht da mit aufgerissenen Augen, sein Iro nach hinten, wie im schlechten Comicfilm. Oh mein Gott. Ja, vor allem auch an so viel gedacht, ne? So viel Vorsicht besser wie Nachsicht und Ja. dann einfach den Deckel vergessen. Ja, Passiert. Shit happens. Ja, also wie gesagt, Gott sei Dank Shit happens, weil nicht wirklich was Schlimmeres Ja. passiert ist. Natürlich, toi, 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 so aber kann man lustige Geschichte. Genau. Man guckt ja auch im Fernsehen mit den Crashs an, denkt man sich, ja, oh mein Gott, aber dann heißt, die sind alle ausgestiegen, ist nichts passiert. erleichtert dann doch etwas. Ja. Und man kann es dann auch mal ein bisschen mehr mit Mit- Humor sehen. Genau, mit einem lächelnden Auge. Ja. Und natürlich habt ihr dann auch gleichzeitig warm gehabt, speziell im Winter. Ne? Ist ja quasi ein deutlicher Mehrwert, nicht nur für das Wasser, dass man nicht mehr raus muss, sondern beim Wasserkochen wird auch noch, ich sag mal, die Bude warm. Ja klar, also abends, wenn man heimgegangen ist, irgendjemand hat irgendwo neben der Mülltonne, steht immer eine Palette rum. Dann haben wir 1, 2 Paletten mitgebracht, haben die klein gemacht, abends geheizt. Gut, zu der Zeit, ja, 2 haben allein gegessen. Mit dem Joschka und Alex haben wir meistens zusammen noch gefeiert, weil die anderen hatten auch Arbeit. Also sie haben wirklich gearbeitet, die waren angestellt auf einer Baustelle. Ach, okay.
und haben halt bei uns gepennt, ja, wegen Mietpreisen. Das Thema hatten wir ja schon. Genau, Mhm, deswegen haben die spannend. bei uns, die haben jeder ihr eigenes kleines Zimmerchen gehabt. Ja, wegen den Mietpreisen haben die auch im Prinzip auf der Straße geschlafen, aber waren normal arbeiten. Und ja, der Joschka und der Alex haben Seifenblasen gemacht und ich habe mit dem Stefan zusammen Seifenblasen gemacht, der Kumpel von mir, den ich kennengelernt habe. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Stefan, damit es einfacher ist. Das ist nicht sein richtiger Name, aber ist ja egal. Für euch bleibt es Stefan. Genau, für euch bleibt es Stefan, weil der kommt noch öfters vor. Werden noch andere Personen kommen, für die ich andere Namen benutze als ihre richtigen Namen. Aber damit es einfacher wird, fangen wir jetzt einfach damit an, mit einem Inkognito, oder wie nennt man sowas? Ein Alias. Mit einem Alias zu arbeiten, weil ich mag ja niemanden am Pranger stellen. Der Joschka und der Alex haben ihre Seifenblasen gemacht und ich habe mit meinem Stefan die Seifenblasen zusammen gemacht. Platz nebendran und ja, wir sind tagsüber im Prinzip mehr oder weniger zusammen runtergelaufen. Er sind auf ihrem Platz, wir sind auf unserem Platz und haben uns nachmittags getroffen, noch ein bisschen durch die Gegend getrieben und dann sind wir nach Hause, haben vielleicht noch ein bisschen Metall gesammelt zusammen. Ja, und hatten dann halt unsere schöne Zeit dort im Stadion. Wie viele Stunden waren so ein Arbeitstag? Also wir haben meistens so gegen 10 Uhr rum angefangen aufzubauen und haben dann bis mittags um 2 Uhr, also 1, halb 2 Uhr rum gearbeitet, weil halt dann der Wind zu stark wurde. Wenn das Wetter es zugelassen hatte. Wir sind ja auch scheiße, wir sind ja im Oktober, wo wir hauptsächlich Schatara gemacht haben. Also wenn das Wetter zugelassen hatte, dann konnte man meistens so von 11 bis um 12 Uhr, von 11 bis um 1 Uhr arbeiten. Und da hat man ein bisschen Geld gemacht. Und dann sind wir noch durch die Gegend gezogen, wie gesagt, haben wir ein bisschen Metall gesammelt und ein bisschen Spaß gehabt. Und als Informationsstand geholfen, weil man Touristen sieht, die stehen da mit ihrer Karte, wissen nicht links und rechts und fragen, Entschuldigung, kann ich Ihnen vielleicht helfen? Wo müssen Sie denn hin? Dann gucken sie meistens erschrocken. Die Hälfte von denen sagt auch, nee, wir wissen selber und laufen dann in die falsche Richtung. Aber dann tut man halt gerne sagen, hey, gerade geht's dorthin, da geht's dorthin. Und viele Leute waren auch dankbar und haben gesagt, oh, was machen Sie denn hier? Ah, ich baue bei der Straßenkünstler, oh, komm, hier haben Sie einen Euro. Passen Sie auf euch auf. Danke für die Hilfe. Ja, hat so funktioniert und so haben wir uns dann halt die nächsten Wochen durchgeschlagen. Aber wenn ihr auch wegen dem Wetter dann nicht so lange mit Seifenblasen arbeiten konntet an dem Tag und noch Altmetall sammeln wart, ich sag mal, wann seid ihr denn dann wieder zurück ins Stadion gekommen? Oder Also im Prinzip waren wir von morgens um 8, halb 9 aufgestanden, ab 10 Uhr auf den Beinen unterwegs und dann bis abends um 10, 11 Okay, ja. warst du arbeiten. Und da hast du deinen Anteil mitgebracht, wie jeder andere, der das gewohnt hat. Und dann wurde es aufgeteilt. Der eine hat was zu essen mitgebracht, der andere hat Metall mitgebracht, der nächste hat Geld mitgebracht, der übernächste hat Alkohol mitgebracht. Und so gesehen, es war wie eine Gemeinschaft, weißt du, jeder hat seinen Teil beigebracht und das war eigentlich schon cool. Klingt auch so, weil es natürlich Sinn macht, dass man so auch gemeinsam besser überleben kann, ne? Und das so ein bisschen gegenseitig auch auffangen kann, wenn auch jemand mal einen schlechten Tag hat. Aber wie wir auch schon gehört haben, egal wie schön das in der Vorstellung klingt, ist es doch fernab von der Realität. Ja. Oder habe ich da was falsch verstanden, weil du gerade so guckst? Es ist doch eher nicht die Norm, so hatte ich es verstanden, dass man sich so auf der Straße hilft, speziell dann in diesem Umfang. Nee, also das ist nicht die Norm. Also es wird oft vorgegaukelt und gemacht. Das ist ja im Prinzip nichts anderes wie eine Trügerkolonne. Der eine ist der Chef und die anderen Leute gehen arbeiten. Das ist uns dann auch aufgefallen und deswegen ist auch das, warum wir ausgezogen sind. Weil Siehst du mal, ich habe es eben noch einer macht einen angesprochen. auf dicke Hose und es war sogar nicht mal der Wohnungsbesitzer, sondern ein anderer. Und ja, deswegen haben wir dann auch nach ungefähr, weiß nicht, 2 Monaten, es war dann Mitte Dezember, haben wir einen Entschluss gefasst, dass wir dort nicht mehr wohnen wollen.
haben uns ein bisschen umgeguckt und dann leerstehendes Haus gefunden. Da sind wir auch bei dem Cliffhanger. Ja, genau. Hangover. Nein, Hangover ist was anderes. Der Spaß Gefällt musste dir sein. besser, ja, ja. Ja, ich liebe Hangover. Ich habe auch gerade Hangover. Ey, darf ich sagen, dass Sonntag ist? Klar. Klar. Wir machen gerade so eine Sonntagaufnahme, deswegen habe ich auch einen leichten Hangover. Ich hatte Besuch gehabt von einer Freundin. Die Story mit der Freundin habe ich euch ja schon erzählt. Also daher der Hangover. Ja, sowas kommt vor. Und auch um nochmal zurückzukommen, also ich habe es ja eben schon angesprochen und wollte es auch eben schon sagen, dann ist das einfach eine schöne romantische Vorstellung, die wieder ein Laie hat, ja, dass ihr da auch hier, wenn du das so erzählst, alle schön zusammengearbeitet haben und alles harmonisch abgelaufen ist. Ich zwar erkannt habe, dass das nicht die Regel ist, aber auch das schon in dem Fall die Ausnahme war, weil es da auch nur augenscheinlich so abgelaufen ist und ich sag mal salopp, einer sich lieber den ganzen Tag in den Park gehockt hat, während ihr alle den Teil dazu beigetragen habt. Ja, genau das ist ja das große Problem. Krass. Ja. Es ist ja, die Idee ist ja cool. Mhm. Ich habe das ja auch gemacht. Ich war ja auch so ein Chef. Aber die Trägkolonne, bei mir was anderes, darüber reden wir noch. Komm auch weg schon. Das ist ja die Sache, weißt du, die stellen sich dann hin und es ist ja auch schön gewesen. Wir haben ja auch alle, du hast genug zu essen gehabt, du hast deine Unterkunft und alles. Aber irgendwann überlegst du dann so nach 2, 3 Wochen, Ja. Entschuldigung, ich verdiene am Tag meine 20, 30 Euro. Ich würde alleine auch gut über die Runde kommen. Und hab nur ja, hier ein bisschen was zu trinken, ein bisschen Tabak und dann muss ich noch hingehen und sagen, bitte kann ich 5 Euro haben, das mir einen Beutel Tabak holen. Nee, den musst du selber verdienen. Sowas kam dann mit der Zeit, dann auch mit dem Ja, Alkohol krass, und okay. alles. Und deswegen kamen auch die Differenzen so, warum reiß ich mir den Arsch auf? Klar, es ist für die Allgemeinheit. Aber ich will zumindest, warum reiß ich mir den Arsch auf? Ihr macht nichts. Man kann ja 2, 3 Wochen lang oder ein paar Tage lang aushelfen. Aber irgendwann nach so 2, 3 Wochen sagst du, also ich mache jeden Tag 30 Euro, du machst 10 Euro. Warum finanziere ich dich mit? Du kannst doch selber auch machen. Nur er hat halt gesagt, warum soll ich mir den Arsch aufreißen, wenn ich eigentlich nur, ich mache 5 Minuten, die anderen machen eine Stunde. So in der Richtung war das ungerecht, finde ich, weißt? Und deswegen kam der Stefan und ich halt auf die Idee, uns was Eigenes zu suchen. Haben uns in der Gegend umgeguckt und dann haben wir so ein leerstehendes, ja, Baracke, ehemaliges Industriedings gesehen und haben uns gedacht, da ziehen wir hin. Und ja, dann haben wir was gefunden und dann haben wir uns erstmal einen Plan gemacht, weil du kannst ja nicht einfach abhauen. Wir sind ja im Prinzip in einer Familie gewesen und da haben wir uns einen Plan gemacht, wie wir uns da rausstehlen können, beziehungsweise ja, einfach gehen können, Wie ihr ohne so Scham Probleme und kriegen. Stress gibt, genau. Genau, Okay. stresslos gehen können. Die Geschichte kommt das nächste Mal. Das war auch lustig. Das klingt auch auf jeden Fall spannend, weil ich kann mir auch einfach vorstellen, um ehrlich zu sein, dass das ja gar nicht so einfach ist und dass es gerade in solchen Situationen auch dann häufiger mal Clinch gibt und auch hier läuft man sich einfach immer über den Weg. Ne? Ja, klar, man sieht sich immer wieder und man will den anderen ja nicht auf die Eier gehen und man will auch keinen Stress haben. Also ich zumindest. Ich stimme dir nicht. dazu, aber ich glaube, viele machen sich dann einfach versuch aus dem immer, Staub. Ja, ich versuche immer Quid pro Quo zu machen. Dass ich jederzeit überall jedem Menschen in die Augen gucken kann und selbst wenn ohne man Probleme. mit verschiedener Meinung auseinandergegangen ist, dass das aber Genau. dann gut ist. Ne? Respektvoll Ja, war miteinander. Dass alles in Ordnung ist. Du hast ihm seine Meinung gesagt, er hat dir deine Meinung gesagt und damit ist in Ordnung. Man muss sich ja jetzt nicht mehr umarmen und küssen, aber man respektiert sich gegenseitig. Ansonsten hätte ich dennoch eine Rückfrage. Also das Haus kann man sich so vorstellen, ich weiß gar nicht, du hast ja auch die Stern-TV-Doku gesehen, gehe ich mal davon aus, bis zum Ende. Da wurde ja auch jemand gezeigt, der sich jetzt hier auch gerade neben dem Fahrradweg zwischen Palma und Arenal auch so, kann man sich das so vorstellen, weißt du, was ich meine? Das Gebäude, Ja, ja, so auch nicht mehr überall Dach und so weiter, also es ist jetzt nicht eine besetzte Wohnung. war schon ein Einsturzgebäude. Es war direkt, wenn man von der Autobahn runtergefahren ist, gegenüber vom Cementerio, Friedhof. Und es war die ehemalige Lagerhalle von den
Steinmetzen, die auf dem Friedhof die Grabsteine gemacht haben. Mhm. Ja, war schon interessant. Lag da noch Zeug rum? Lagen noch ein paar Steine rum, also so Angefangen, richtige schöne ja? Marmor und sowas, ja. Aber Wie alles, was von Wert war schon weg. Ja, nicht so eher von ideellem nicht Wert alles. oder so, ne? Da kommen wir noch zurück mit Schatara, Alter. Was ich da aus den Mauern rausgerissen habe am Metall. Also hast Ja du, klar, so ein Teeträger, Alter, der wiegt gut. solange das Haus noch hält? Ja, nicht beim Haus. Beim Haus waren die ganzen Kabel und alles schon rausgerissen, beziehungsweise Ach, alles krass. ausgebrannt. Ja, okay, einsturzgefährdet. Das war, ja, nebendran ist ja auch ein Junkie-Wohnheim gewesen. Nein, auf das Haus wollten wir erst später zu sprechen kommen. Das erzähle ich alles noch. Das ist wie wir gut, das sauber weil machen mussten. ich, Mann, jetzt fange ich schon an zu labern für die nächste Sendung. das war nicht Du der bist- Plan. Ich wollte tatsächlich nur fragen, Du nimmst in nur den nächsten 20 grob, Minuten. wie man sich das so vorstellen kann. Weil, nochmal, es gibt einen Unterschied zwischen, ich sag mal jetzt Dinge, die auch man mit einem Lost Place verwechseln kann. Ja, das war ein Lost Place. Ne? Das meinte war ich. Lost Place. Und es gibt besetzte Ehemaliges- Wohnungen einfach, wo genau. man einbricht und Das also war das ist schon ein ein Unterschied. verlassenes Fabrikgelände, Lost Place Okay. mäßig. Eine Frage, wie Wenn du oft hattest du reingelaufen Besuch? bist, oh mein Gott. Wie oft hattest du Besuch von Leuten, die Lost Place Hunter? Insgesamt die letzten 13 Jahren. Nee, in der Zeit, in denen. Nein, das sprengt den Nein, Rahmen. dort gar nicht. Nein? Keiner um die Ecke gekommen, wo Nein. den Lost Place. Okay, alles klar. Gut. Das war erst später. Bin ich einer der wenigen Verrückten. Oder die Überraschungseier gesucht haben mit dem, wo du gesagt hast, mit dem Haunting, Dingsbums. Geocaching. Geocaching. Genau. Geocaching. Oh, da habe ich schon einige getroffen. Ja, krass. Aber auf dem Platz, nö, da kam eigentlich keiner Lost Place vorbei. Das haben wir auch zu offensichtlich gemacht. Und bevor ich dir da noch mehr so heimtückisch aus der Nase ziehe und vor allem welche Schätze du da noch gefunden hast, belassen wir es einfach dabei und machen in der nächsten Folge oder beim nächsten Rückblick dann dort weiter. Jo, Wir sind auch nass geschwitzt, was tatsächlich das Zeichen ist, dass wir am Ende der Folge angekommen sind, weil wir während der Aufnahme den Ventilator von Jens bzw. die Mini-Klima ausgeschaltet haben, damit ihr ein besseres Hörerlebnis zu Hause habt. Also unglaublich, was wir alles für euch machen. Ja, ich verabschiede mich auch wieder dann für diese Folge von euch. Bedanke mich fürs Zuhören, für euer Feedback, das wir bekommen und auch die ein oder andere Bewertung, die reinkommt. Ja, ich überlasse wie immer Jens das letzte Wort. Bis nächste Woche. Hasta luego. ja, ich danke dir, dass du trotz der Hitze dir den Weg gemacht hast, zu mir zu kommen. Und ich danke euch fürs Zuhören. Dann sage ich mal wie immer, Tschüss an Liebe bei uns Gestrandeten. Bis bald. Gestrandet. Last Exit Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen liebster Insel.